Hallo zu Charlie Chat. In diesem Video möchte ich meine Erfahrungen über die Scheppach PL55 Tauchkreissäge mit euch teilen. Die Säge habe ich mir vor knapp einem Jahr gekauft, habe sie somit nicht gestellt bekommen und bekomme auch sonst nichts für dieses Video. Trotzdem blende ich rechts oben Werbevideo ein, nicht dass sich irgendjemand beschwert, warum ich ein komplettes Video über Scheppach mache und dass es eine Werbung ist. Fangen wir mit den technischen Daten an. Die Säge hat 1200 Watt bei maximal 5500 Umdrehungen. Sie hat keinen Sanftanlauf und die Umdrehungen lassen sich auch nicht regulieren. Ihre maximalen Schnitttiefen liegen bei 55 mm bei 0 Grad und 41 mm bei 45 Grad. Bei Verwendung einer Führungsschiene verringern sich die Schnitttiefen um knapp 5 mm. Das mitgelieferte Sägeblatt hat einen Durchmesser von 160 x 20 mm und 24 Zähnen. Einen Kickback-Schutz gibt es an der Säge nicht. Anfangs war ich recht begeistert von der Säge für knapp 100 Euro, nur die Begeisterung ließ eigentlich schnell nach. Die Skala für die Schnitttiefe und für die Winkelverstellung ist jeweils nur auflackiert, nicht erhoben oder vertieft und löst sich sehr leicht ab. Weiters lässt sich nur die Skala für den Schnittwinkel einstellen, für die Schnitttiefe jedoch nicht. Alle Einstellräder sind aus Kunststoff und das Einstellrad für die Schnitttiefe lässt sich auch nur sehr schwer öffnen. Durch das extrem große Spiel des Tiefenanschlags und einer knapp 2 mm dicken Richtkerbe für die Tiefenskala lässt sich eine genaue Schnitttiefe kaum einstellen. Die Fixierung des Schnittwinkels lässt sich hingegen leicht öffnen, über die Genauigkeit kann ich nicht sagen, da ich bis jetzt noch nie einen Winkel geschnitten habe. Zum Tauschen des Sägeblattes ist hier die Arretierung. Die Säge besitzt keine fixe Arretierung für die Tiefe, damit man das Sägeblatt tauschen kann. Man muss praktisch mit einer Hand die Säge runterdrücken und die Arretierung drücken, zusätzlich mit der anderen Hand das Sägeblatt losschrauben. Die Säge besitzt einen gefederten Spaltkeil. Der ist leider so schwer gefedert, dass man wirklich Probleme hat, wenn man wirklich tauchen will mit der Säge. Da habe ich den Keil immer auch losgeschraubt. Auf der Grundplatte sind zwei Möglichkeiten zur Befestigung eines Kippschutzes. Dieser ist leider nicht im Lieferumfang enthalten und auch nicht bei der 1,40 Meter langen Schiene. Kommen wir zur generellen Verarbeitung. Wie man hier sieht, ist die Aufnahme der Säge, die was zum Kippen verantwortlich ist, nicht wirklich gerade. Auch die Skala für den Schnittwinkel befindet sich nicht auf 0, obwohl die Säge komplett eingefahren ist und die Skalanadel komplett runtergestellt. Auch die Grundplatte selbst erinnert mehr an eine Wippe auf einen Kinderspielplatz. Gerade beim Arbeiten mit der Führungsschiene stört mich diese Schauklerei extrem. Da bei längeren Schnitten zu den Schaukeln noch eine sehr unnatürliche Griffposition kommt. Und ein sehr großes Seitenspiel des Sägenblattes, wie man hier gut sieht. Dieses Spiel macht einen langen, genauen Schnitt fast unmöglich. Ich muss dazu sagen, die Säge ist mir weder einmal runtergefallen, noch dass ich sie nicht gut behandelt hätte. Ich habe sie auch nicht als B-Ware gekauft, das war alles von Haus aus so. Kommen wir zur Führungsschiene. Sie ist auf beiden Seiten wirklich winklig geschnitten, also wenn man sie verlängern würde, hätte man eigentlich kein Problem für einen geraden Schnitt, zumindest bei der 1,40 Meter langen Schiene, die ich habe. Der Splitterschutz ist mit einem sehr schlechten Kleber angeklebt und der Moosgummi an der Rückseite, um ein Rutschen zu verhindern, ist auch eher von schlechter Qualität. Kommen wir zum Wichtigsten, der Schnittleistung. Mit 18 mm Fichte-Leimholzplatten oder Multiplex Birke hat die Säge eigentlich überhaupt keine Probleme.
Bei einer 30 mm Siebdruckplatte tut sie sich doch schon etwas schwer. Die Grenzen der Säge habe ich erreicht, als ich eine 40 mm starke Douglasia-Pole der Breite nach schneiden wollte und ein Astloch im Weg war. So, mein Fazit für die Säge: Es ist nicht wirklich was für den gehobenen Hobbybastler. Wenn jemand im Jahr 4-5 Bretter schneidet oder es nur kauft, dass er ein paar Türen kürzt, ist sie in Ordnung, aber wenn man wirklich vorhat, etwas zu bauen und auch dickere oder härtere Materialien schneiden will, sollte man wirklich 100 € mehr investieren und sich was Besseres kaufen. Dafür ist sie wirklich nicht geeignet. Natürlich kann es auch sein, dass ich Pech mit meiner Säge hatte, dass es eine sogenannte Montagssäge war. Nur ich persönlich würde sie mir nicht noch einmal kaufen. Die Verarbeitung ist mir einfach zu schlecht und die Leistung ist auch nicht ausreichend für das, was ich vorhabe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Servus!